Wir sind jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren auf Reisen und ich würde sagen, dass wir erfahren darin sind, was es heißt, ständig unterwegs zu sein, jeden Tag in einem neuen Ort aufzuwachen und auf so kleinem Raum zu funktionieren. Doch seit wir den europäischen Kontinent verlassen haben und diese große Afrika-Tour begonnen haben, habe ich das Gefühl, dass alles sich nochmal auf den Kopf gedreht hat. Es gibt auf jeder Reise gute und schlechte Tage und das hatten wir auch vorher schon. Aber seit wir in Afrika sind, fühlen sich diese Tage noch intensiver an. Es gibt Tage, da funktioniert einfach nichts. Da ist alles schwierig, da ist es alles anstrengend. Da sind Sachen, die wir normalerweise in ein paar Minuten erledigt hätten, auf einmal riesige Probleme und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. An solchen Tagen erscheint das, was vor uns liegt, teilweise auch fast unmöglich zu schaffen. Es gibt Tage, da denke ich mir, okay, wie wollen wir das hinkriegen? Wie wollen wir bis nach Südafrika fahren und wieder zurück, wenn es teilweise so schwierig sein kann? Es gibt Tage, da liegt diese Reise wie ein riesenhoher Berg vor mir, den wir nur mit sehr, sehr viel Anstrengung erklimmen können. Aber dann gibt es auch immer wieder Tage, und diese Tage überwiegen zum Glück, an denen sich alles leicht anfühlt. An denen wir morgens aufwachen an einem idyllischen Strand mit Wellenrauschen in den Ohren, wo uns die Sonne wachkitzelt und ich einfach unglaublich dankbar bin, dass wir diese Reise hier machen, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen in Guinea-Bissau. Guinea-Bissau ist ein kleines Land an der Atlantikküste Westafrikas. Im Norden grenzt das knapp 2 Millionen Einwohnerland an den Senegal, der Rest der Republik wird von Guinea umschlossen. Wie auch in vielen anderen afrikanischen Ländern hat die Kolonialzeit ihre Spuren hinterlassen und so ist heute die offizielle Amtssprache Portugiesisch. Trotzdem wird die Sprache von nicht einmal der Hälfte der Bevölkerung gesprochen. Die am weitesten verbreitete Sprache ist Guinea-Bissauisches Kreol, eine Sprache, die auf dem Portugiesischen basiert, aber durch verschiedene Stammessprachen beeinflusst und geprägt wird. Politisch und wirtschaftlich hat das Land im Weltgeschehen keine große Bedeutung. Guinea-Bissau ist der weltweit 10. größte Produzent von Cashewkernen, die das einzig nennenswerte Exportgut des Landes bilden. Auch touristisch ist das Land weitestgehend unerschlossen. Die Reiseführer geben nur wenig her und im Internet ist es schwierig, tiefergehende Informationen zu finden. Deshalb werden wir das Land ganz unvoreingenommen auf eigene Faust erkunden. Wir alle wussten, dass dieser Tag kommt. Das sind noch 19 Gramm Kaffee. Das reicht nicht mal mehr für 2 Kaffee. Und dann war's das. Der letzte Kaffee. Ein trauriger Tag. Tja, das zuerst. Und wer sich jetzt fragt, warum heulen die so rum? In Afrika gibt es doch Kaffee. Ja, hier gibt es Kaffee. Aber Kaffee braucht Höhe zum Wachsen und Westafrika ist recht flach. Deshalb wächst der Kaffee in Ostafrika, was sehr weit weg von uns ist. Und deshalb bekommt man diesen Kaffee hier nicht. Und wer sich noch mehr für das Thema Kaffee interessiert, den kann ich nur dieses Buch hier empfehlen von James Hoffmann, The World Atlas of Coffee. Gibt es auch eine deutsche Ausgabe. Da wird alles zum Thema Kaffee beschrieben. Wo wird der Kaffee angebaut, wie wird der Kaffee verarbeitet und Zubereitungsmethoden und in welchen Ländern gibt es Kaffee. Super interessant, wenn man sich für das Thema interessiert. Stellplätze wie dieser sind für uns ein absolutes Highlight. Unsere Tage bestehen oft aus Fahren, Organisieren und Orientieren. Der Weg, der noch vor uns liegt, ist so lang, dass wir manchmal vergessen, für einen kurzen Moment innezuhalten, einfach mal nichts zu tun und im Hier und Jetzt zu sein. Kein Wunder also, dass wir nicht wie ursprünglich geplant schon nach einer Nacht wieder fahren, sondern ganze 4 Tage lang die wunderschönen Sonnenauf- und Untergänge genießen. In diesen Tagen machen wir nicht viel, außer dieses Wunder der Natur aufzusaugen und neue Energie zu tanken. Wir tun immer so, als ob wir nicht alles essen.
und machen erstmal so ein bisschen rein und lassen was übrig, aber am Ende essen wir hier alles. Ja. Dankeschön. Ah, lecker. Das ist für mich jetzt hier die Kunst. Normal in einem Van kochen kann ja jeder, wenn man immer alles zur Verfügung hat. Aber was wir hier gerade machen, ist mit dem, was wir finden, trotzdem richtig geile Gerichte kochen. Und ich würde sagen, es klappt ganz gut. So, im Normalfall. Gibt natürlich dann auch wieder solche Tage, ne? Aber heute ist super. Wir dachten ja, die Maus wäre raus. Aber ich glaube, die ist noch da. Wir haben hier überall so zerrupftes Klopapier in unseren Schränken rumfliegen, also in dem Küchenschrank. Und hier haben wir so ein Kistchen, wo Medikamente drin sind. Und hier ist richtig viel Klopapier drin. Meinst du, die baut sich da ein Nest? Mann, ich weiß echt nicht, was wir machen sollen, wie wir diese blöde Maus loswerden können. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was Mäuse lecker finden. Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse, Nuss-Nougat-Creme. Okay. Wir haben die immer hier vorne knuspern gehört, unterm Lenkrad. Jetzt versuche ich es da hinzustellen. Die muss ja auch irgendwie reinkommen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Luft in die Reifen machen. Wir haben die Reifen immer auf 1 Bar, wenn wir hier durch den Sand fahren, aber jetzt wird die Straße etwas besser, dann weniger sandig. Dann machen wir wieder Luft rein. Bewirkt übrigens ein Wunder. Was denn? Die Reifen, den Druck abzulassen. Ja, das stimmt. Ja, Druck ablassen ist echt Trick Nummer 1. Wir standen jetzt hier ganz im Nordwesten des Landes am Meer und eigentlich ist es gar nicht so weit weg von der nächstgrößeren Stadt, aber die Straße, die dahin führt, ihr habt sie gesehen, ist, es ist, wie nennt man das, ein Dirt Track? Ja. Also ist jetzt keine befestigte Straße und dementsprechend dauert es auch ewig, um von A nach B zu kommen. Auf dem Hinweg haben wir für die 50 Kilometer von Sao Domingo, von der Stadt bis hier an den Strand, haben wir 4 Stunden gebraucht. Also, mal sehen. Deswegen haben wir versucht, extra früh loszufahren. Hat nicht so ganz geklappt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser Weg, weil dieser Platz einfach so traumhaft war. Guinea-Bissau gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Die Einkommen der Menschen sind sehr ungleich verteilt. Der Großteil der Bevölkerung muss mit extrem niedrigen Löhnen das tägliche Leben bestreiten. Über 90% der Menschen hier sind in der Landwirtschaft tätig. Es wird Gemüse und Obst angebaut, teilweise auch Viehhaltung betrieben. Die wirtschaftlich schwierige Situation spiegelt sich auch in der Infrastruktur wider. Selbst in der Hauptstadt werden wir noch über die ein oder andere Erdstraße fahren.
So. Wasser, Cola, Brot. Was brauchen wir sonst? Das Einkaufen hier ist auf jeden Fall auch nochmal anders, als wir das jetzt in Marokko oder so zum Beispiel gemacht haben, wo wir halt wirklich fast alles, was wir brauchen, auf einer Stelle gefunden haben, in einem oder zwei Shops. Und hier ist es jetzt generell so, dass wir ernähren uns halt mit dem, was wir finden. Also teilweise finden wir mal einen großen Supermarkt, wo wir dann Konserven kaufen und so weiter. Und manchmal finden wir richtig große, schöne Gemüsestände, wo es alles Mögliche gibt. Aber wir waren auch schon in Gegenden, wo es halt nicht so viel gab, wo das Gemüse auch nicht besonders frisch war und wir dann eher von Nudeln gelebt haben. Aber hier in Guinea-Bissau gibt es richtig gutes Brot. Haben wir schon gemerkt. Das beste Brot bis jetzt, oder? Auf jeden Fall. Deswegen essen wir hier halt viel Brot. So, 5 Minuten später wurden wir jetzt angehalten bei einer Militärstation und jetzt sollten wir unsere ganzen Dokumente sehen und dann noch unseren Feuerlöscher und unsere beiden Warndreiecke. Ich bin der Meinung, dass ich das irgendwo gelesen hatte, dass man 2 Warndreiecke braucht, aber wir haben irgendwie dann doch trotzdem kein zweites gekauft. Und ich glaube, jetzt müssen wir hier eine Rechnung zahlen, weil wir nur ein Warndreieck dabei haben und nicht 2. Wie viel? 5000 Sefa. Ganz schön viel, das ist fast 10 Euro. Ja. Na klasse. Also sie wollten auf jeden Fall was von uns und die haben es dann halt einfach alles durchprobiert, bis sie was gefunden haben. Aber ich habe mir eine Rechnung geben lassen und der hat die auch ganz ordnungsgemäß ausgefüllt. Deshalb gehe ich jetzt davon aus, dass es halt wirklich so ist und kein Bribe. Naja. Die letzten Tage, die wir am Meer verbracht haben, waren eine angenehme und sehr willkommene Auszeit von der Hitze. Wir haben jetzt hier schon wieder heute 38, 39 Grad. Ja. Und irgendwie müssen wir halt jetzt uns überlegen, wie wir damit am besten umgehen. Und die Strategie, die wir jetzt für uns entwickelt haben, ist, dass wir einfach versuchen, alles, was irgendwie geht, in den Morgen- bis Mittagsstunden zu erledigen. Wir versuchen, um 6 aufzustehen und gegen 7, halb 8 loszufahren. Die Sonne geht um halb 8 auf. Das heißt, bis 10 rum ist es noch super angenehm und dann wird es langsam richtig warm. Und so gegen 12, 1, 2 maximal spätestens suchen wir uns dann Stellplatz. Und ja, verbringen dann den Nachmittag im besten Fall irgendwo im Schatten. Machen die Fenster auf, machen die Rettungsdecken außen dran, machen die Thermomatten drauf und versuchen irgendwie kühl zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren. Weil wir können das Wetter nicht ändern. Das Einzige, was wir irgendwie beeinflussen können, ist, wie wir unseren Tag gestalten und wie wir damit umgehen. Und ja, ich glaube, so geht es schon für uns. Also, ja, wir machen das Beste draus. Wir haben jetzt hier einen kleinen versteckten Stellplatz gefunden, ungefähr 60 Kilometer nördlich von Bissau. Der Platz ist ganz nett hier in den Büschen, aber auch jetzt ein totaler Kontrast zu den letzten Tagen an dem Stellplatz am Strand. Und das ist jetzt tatsächlich öfters so, weil wir anders als in Europa, wo wir einfach auf Park4Night immer so nach den allerschönsten Stellplätzen geguckt haben, ist es jetzt mittlerweile so, dass es teilweise gar nicht so einfach ist, überhaupt Stellplätze zu finden. Wir nutzen mittlerweile eigentlich nur noch iOverlander. Das ist eine App, die ist ähnlich wie Park4Night und schauen ansonsten auch auf Google. Wir haben diesen Platz hier zum Beispiel über Google Maps gefunden, sind einfach auf so einer kleinen Straße abgebogen und sind dann hier gelandet. Das sieht so ein bisschen aus, als ob hier immer noch Erde abgebaut wird. Und hier kann man sich ganz gut so zwischen diese Hügel stellen. Ich glaube, hier ist auch nicht so viel Verkehr. Die Straße ist hier 100 Meter weiter. Man hört sie nur, aber man sieht sie nicht. Also trotzdem eigentlich ganz idyllisch. I've been working non-stop. I've been working to be better than I used to. Und hier in Guinea-Bissau ist es richtig grün geworden. Schaut euch das mal an. Hier ist um mich herum überall total grün, auch wenn wir so die Straßen lang fahren. Mittlerweile fährt man immer nur noch unter Bäumen lang. Ab und zu kommt mal so eine breitere Fläche, aber es ist deutlich waldiger, was total cool ist. Es sieht erstens schön aus und außerdem heißt es einfach, dass es viel mehr Schatten gibt, was
auf jeden Fall das Unterwegssein hier total angenehm macht. I'm a work in progress. Guten Morgen. Wir haben leider eine schlechte Nachricht von der Mausfront. Wir sind sie immer noch nicht losgeworden. Und jetzt haben wir gerade entdeckt, dass diese kleine Kackratte, also die Maus, unser Klopapier anfrisst. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil ich nämlich glaube, dass die hier irgendwo sich ein Nest baut. Irgendwo hier muss die sein. Wir haben ja gehört, dass dieses Thema zwar nicht so viel besprochen wird, aber dass es wohl recht häufig vorkommt in dieser Overlanding-Szene, dass Leute Mäuse dabei haben. Okay, jetzt sitzen wir da gerade und jetzt läuft diese Kackmaus hier einmal mitten über die Küche. Wo ist die Maus? Ist sie da? Ist sie da oben? Ist sie da? Okay, also wir haben jetzt alles einmal hier gründlich durchgeputzt und alles einmal rauskommt aus den Schränken. Und ich hoffe einfach, dass diese blöde Maus jetzt rausgehüpft ist. Wir werden es dann heute Nacht hören, weil meistens hören wir die nachts irgendwo rumkruspeln oder sehen dann halt am nächsten Morgen, wo sie überall hingekackt hat. Ja, also auf jeden Fall bisschen nervig, aber gut. Jetzt geht's aber mal weiter. Wir fahren heute in die Hauptstadt, nach Bissau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ça va? Ça va? Ça Vous allez bien? Parfait. Touriste, oui. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Ouais, Bissau. Bissau, Oui, oui. Ah, Bissau. Ataia. Pardon? Pardon? Ataia. Puro Ataia. De taille, Oui. c'est 500. L'argent. 500, hein? Oui. Ah oui, Oui. oui. Pardon? Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Obrigada. On fait comme- Bonne journée. Hein? Tu payes? Non, oui. Quand tu passes, tu payes. Oui, oui, Quand tu payes. nous payons les militaires, les polices. C'est pas même. Hein? Là-bas, c'est le militaire, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas vous. Ici, c'est le pont. C'est les... Là, on n'est pas au même travail. D'accord. C'est 500, hein? Ouais, 500. Oui. Man muss hier echt aufpassen. Wir haben vorher schon gelesen, dass hier für die Brücken man eine Gebühr bezahlen muss. Jetzt wurden wir nach der Brücke vom Militär angehalten und der Typ wollte dann Geld von uns haben. Dann habe ich gedacht, ja okay, dann zahlen wir jetzt wohl bei ihm die Brücke. Und dann haben wir ihm 500 Franc gegeben, das ist, keine Ahnung, 80 Cent oder so. Und dann sind wir 10 Meter weiter gefahren und dann war da aber das tatsächliche Bezahlhäuschen, wo dann der Typ nochmal 500 Franc von uns haben wollte. Und ich glaube, im Endeffekt haben wir jetzt dem Militär einfach was bezahlt, was wir ihnen nicht hätten zahlen sollen und müssen. Ja. Ja. Also es ist halt so schwer, das alles so zu durchblicken. Ja, naja, ich meine 80 Cent, aber trotzdem. Man eine Rechnung fragen sollen. Ja, stimmt, weil bei dem Typ jetzt gerade eben haben wir eine Rechnung bekommen, bei dem Militärdude nicht. Wir nehmen es jetzt nochmal los, um ein Warndreieck zu besorgen. Ihr erinnert euch, wir mussten ja neue Strafe zahlen, weil wir nur eines an Bord haben und man 2 braucht. Und da jetzt gleich noch ein paar Polizeikontrollen kommen sollen, wollen wir jetzt lieber schon mal vorbereitet sein, weil ich werde jetzt nicht jedes Mal 8 € dafür zahlen. Ja. Und so eine Sache, die ihr meistens nicht mitbekommt, aber die halt ständig passiert, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dass wir halt super viel einfach in kurze Gespräche kommen mit Menschen, die am Auto vorbeilaufen. So, ich sitze jetzt hier im Auto seit 10 Minuten und warte und jetzt laufen die ganze Zeit Leute vorbei. Und dann unterhalte ich mich kurz mit denen, mal mehr, mal weniger. Aber das ist halt immer ein bisschen schwierig mitzufilmen, weil wir auch nicht jedem die Kamera ins Gesicht halten wollen. Ja, aber das gehört auf jeden Fall dazu und es ist schön. Und dadurch wird mein Französisch auch immer ein bisschen besser. Obwohl man hier Portugiesisch spricht. Aber es können viele Leute auch Französisch, weil Portugiesisch kann ich leider gar nicht. Bom dia!
There he comes. Hast du's? Found it. Nice. Und, was hat's gekostet? 2500. Na, okay. Die Strafe war 5000. Nice. Ja, aber ich muss sagen, das erste muss man sagen, dass die, also im Gegensatz zu den Polizeikontrollen, die Menschen hier richtig nett sind und sehr hilfsbereit. Ich habe 2 Shops angesteuert, die hatten das beide nicht, aber die haben mir dann, also der eine hat mich dann hier hingeschickt, dann habe ich hier den nächsten gefragt, dann ist er mit mir da hinten hingegangen und hat dann eins aufgetrieben. Ja. Das kann man nicht zusammenklappen, oder was? Doch, irgendwie schon. Ja. Naja, auf jeden Fall, jetzt soll mal die nächste Polizeikontrolle kommen. Mal gucken, was die sich dann ausdenken. Ja. Das war der Militärstopp, über den wir gelesen hatten, dass die so super streng wären, und letztendlich wollten die jetzt einfach nur unser Kanä stempeln. Das ist halt super unnötig und unlogisch, weil dieses Carnet de Passage ist ein Dokument, was wir für die Ein- und Ausreise aus Ländern brauchen, und eigentlich brauchen wir das für Guinea-Bissau überhaupt nicht. Aber da wir es eh haben, lassen wir die das halt einfach stempeln an der Grenze. Meistens muss ich denen dann erklären, wo sie überhaupt den Stempel machen sollen. Und die wollten jetzt, glaube ich, einfach irgendwo ihren Stempel drauf drücken. Also habe ich dir jetzt auf die Rückseite von dem Blatt für die Einreise nach Guinea-Bissau jetzt einen Stempel machen lassen. Also, ja. Sie wollten auch kein Geld dafür oder so. Sie wollten halt einfach irgendwo den Stempel reinlassen. Und dann ist es halt so. Herzlich willkommen in Bissau. Moi, j'ai très content de vous. Tu m'as donné une indication, c'est ça la même chose que j'ai fait. Oui, il est très content. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Ah, c'est comme ça. Et tenez, un sucre bocado. D'accord, merci. So ist Tee. Beaucoup de sucre, hein? C'est pas beaucoup, c'est un peu. C'est un peu. Wir haben jetzt hier einen Platz gefunden und man glaubt es kaum, aber wir stehen mitten in der Stadt. Wirklich mitten in der Stadt, und das ist ein bisschen weird und ungewohnt, weil wir das sonst so nicht kennen, weil alle Städte, in denen wir bis jetzt vorher waren, war es wirklich immer ziemlich voll und ziemlich viel los, aber irgendwie ist in Bissau nicht so viel los. Also es gibt so ein paar Straßen, die natürlich auch sehr voll sind, wo dann auch die ganzen Shops an den Straßen sind, aber hier so in den Nebenstraßen, hier sind jetzt auch so ein paar Botschaften um die Ecke, hier ist es echt total ruhig. Das hat fast ein bisschen was von so einem Frankfurter Bonsen vor Ort. Also vom Vibe her, das ist natürlich was anderes, aber es ist irgendwie ähnlich ruhig. Und ich glaube, hier fühlen wir uns ganz sicher. Wir haben jetzt schon mit dem Besitzer, vor dessen Haus wir genau geparkt haben, der hat schon gesagt, dass es okay ist, wenn wir hier schlafen. Und es kam noch jemand anders vorbei, der mit uns geredet hat. Und irgendwie sind die Leute alle mega nett, deswegen fühlen wir uns hier ganz wohl. Und gerade eben kam noch einer vorbei, mit dem haben wir auch kurz geredet, der hat uns dann Bananen geschenkt. Hat er einfach uns in die Hand gedrückt und hat gesagt, es wäre ein Geschenk für uns. Dem haben wir dann im Gegenzug eine Dose Cola geschenkt. Ich glaube, es war ein ganz guter Tausch. Aber ich finde es immer wieder so schwer greifbar, wie freundlich manche Menschen einfach sind und wie herzlich. Das ist ja in der Kultur, aus der wir kommen, jetzt nicht unbedingt so gegeben, dass man einfach fremden Leuten irgendwas schenkt. Aber das ist sehr schön, das auch anders kennenzulernen.
eigentlich ganz froh, dass wir jetzt hier in der Stadt gelandet sind. Ja. Und jetzt so mitten in der Stadt sind. Das ist irgendwie total angenehm. Es fühlt sich wirklich nicht an wie eine Großstadt. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier wohnen. Das ganze ja Land gehört, hat. dass das ganze Land 1,5 Millionen Einwohner hat und wir sind in der Hauptstadt. Also, nee, es ist wirklich sehr angenehm und irgendwie voll die entspannte Atmosphäre. Und ich finde es voll schön. Und irgendwie sind die Leute auch so gut drauf, alle Ja. hat man das Gefühl, ne? Es ist halt auch Sonntag. Ja. Geil. Kommen Sie. Warte, sitz. Yay, okay. Wir haben ja schon richtig lange so Pommes-Cravings, ne? Wir haben einfach richtig lange keine Pommes mehr gegessen. Haben wir schon gezahlt? Ja, wir haben schon gezahlt. Wir haben jetzt 3.000. Für 2 Bier und Pommes. Das sind jetzt 5 Euro. Okay, ja. 2 Bier, 2 Pommes. Nee, das sind mehr als 5 Euro. Ach, ist ja auch egal. Doch, sind ungefähr 5 Euro. Also, um es nochmal zu sagen, wir sind richtig froh, dass wir hier sind, mitten in der Stadt. Wir haben, glaube ich, gestern darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich gerne mal so mitten in so ein Dorf stellen wollen würden. Weil es nochmal so eine ganz andere Experience ist. Da kommt man nochmal so ganz anders mit den Locals in Kontakt. Und so 2 Tage später stehen wir auf einmal in der Hauptstadt von Guinea-Bissau. Was echt funny ist und richtig cool, weil wir uns total wohl hier fühlen. Die Stimmung ist irgendwie mega gut. Wir fühlen uns total sicher hier. Wir haben übrigens noch 2, ein Ami und eine Französin getroffen, die hier seit 3 Jahren sind. Die haben gesagt, wir gegenüber von unserem Schlafplatz ist das Haus des Präsidenten, oder? Also ich glaube, wenn wir irgendwo sicher sind, dann gegenüber vom Präsidenten. Also von daher, ja, ist top. Also in diesem Sinne, tschüss. Bis nächste Woche. Abonnieren nicht vergessen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Don't need to hurt, don't need to hide. I'll meet you where the sun keeps shining. No need to run, no need to cry. I'll pick you up, there's no denying. I'll be there, 'cause there ain't no question.